Oh, hallo, hallo. Schon so spät, wo sind die Kinder denn? Hänsel und Gretel, die kommen aus dem Wald. Dort hier die Hexe, die Kinder mit Gewalt. Die Hexe steckt im Ofen, die Kinder kommen heim. Wie wird die Freude so groß beim Vater sein? Hänsel und Gretel, ihr lebt, lasst euch umarmen. Papa, stell dir vor, Gretel hat mich gerettet. Gretel, du bist die Größte, yes! Wir haben Perlen und Edelsteine mitgebracht. Papa, wir sind reich. Unser nächsten Geburtstag Werden wir groß feiern. Kinder, wir haben Fernsehen. Aber Papa, 6. Ich muss noch mal weg. Warum denn? Ich muss zur Grundschule, um euch anzumelden. Ihr werdet 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre alt. Da kommt man in die Schule. Papa, ich habe eine Hexe besiegt. Ich brauche keine Schule. Gretel, es gibt doch eine Schulpflicht. Ich bin reich. Für mich gilt das nicht. Hänsel, pass auf, dass du keinen Unsinn machst. Und ärgere deine Schwester nicht. Hänsel und Gretel. Ich werde meine eigene Schule aufmachen. Gretel, der Vater hat gesagt, du sollst keinen Unfug machen. ELUSCHDNURG. ELUSCHDNURG. Gretel, hör damit auf. ELUSCHDNURG, das ist Grundschule nur rückwärts. ELUSCHDNURG. Siehst du? Was soll das denn? In einer ELUSCHDNURG ist alles anders als in einer Grundschule. Das sag ich Papa. Komm doch mit auf meine ELUSCHDNURG. Frag doch einfach Glück, ob er mitkommen will auf deine Schule. Hey Hans! Was für eine Gurke? Keine Gurke, eine ELUSCHDNURG. Das ist wie Grundschule nur rückwärts. Zum Beispiel sind die Pausen und die Stunden verdreht. Man hat 45 Minuten Pause und 10 Minuten Unterricht. Das ist ja krass. Und wenn du was nicht kannst, dann kriegen die Lehrer die Zensur dafür. Was ist das denn? Und man darf Kippeln, Kaugummi und die Hochaufsicht bemeckern. Also ich glaube, mit dem nimmt es kein gutes Ende. Wenn ein Glück Gold verdient hat, kommt er trotzdem mit leeren Händen nach Hause. Hänsel und Gretel, die haben einen Streit. Er will was lernen, doch sie will nur Freizeit. Der Hans im Glück will faul sein, wo Hänsel sich ein Hut. Da kommt ein Mädchen mit Kopfbedeckung Hut. Rotkäppchen. 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 Schickes Face gehabt? Ja, von meiner Oma. Hey, du riechst noch eine ELUSCHDNURG ab. Davon habe ich schon gehört. Aber ohne mich, ich will was lernen, denn ich will Tierärztin werden. Genauer gesagt, Lupologin. Lupologin? So nennt man Wolfsforscher. Aber das mit dem Wolf, das regelt doch der Jäger oder die Oma. Aber wenn ich mehr von Tieren verstehe, dann muss der Wolf vielleicht gar nicht sterben. Und wenn das nichts hilft, lernen wir Deutsch, wie das Märchen anderes erzählen. Also Rotkäppchen, dann sehen wir uns in der Grundschule. Und dir, Gretel, wünsche ich viel Spaß in deiner ELUSCHDNURG. Wenn da alles anderes ist, dann gibt es auch kein Mittagsessen. Und jedes Mittag liegt der Bauch voller Backfisch. Hänsel und Gretel, die haben einen Streit. Er will was lernen, doch sie will nur Freizeit. Das Rotkäppchen mag Schule, oh Gretel, welch ein Schock. Da kommt Schneewittchen in Prinzessinnenrock. Ich mache mit bei deiner ELUSCHDNURG. Ist doch eben besser
Kost gibt es anstatt Schnitzel nur Nitzel und als Nachtisch Eisbein anstatt Grießbein. M45 Gedanken lecker, Nitzel mit Eisbein. Na und Buchstabenketten reichen für Nudeln. Genau, kannst du lieben. Ach ja, und welche Soße? Nule? Hänsel, ich glaube, du hast recht. Ich komme doch mit dir auf die richtige Schule. Hänsel und Gretel, die Anker legen noch. Gretel, die will nicht, der Hänsel, der will doch. Er hat beim Überzeugen der Gretel seine Not. Da kommt Schneeweißchen und mit ihr roten Brot. Hallo, wir waren eben einkaufen. Die Mutter hat uns schon was gekauft. Mir einen roten und mir einen weißen. Los, Gretel, zeig uns deine Sachen. Die sehen bestimmt total schick aus. Und Gretel, wie ist das in der ELUSCHDNURG? Na, uns ist doch egal. Man kann bestimmt mit einem total zerfetzten ranzukommen. Und eine Frühstücksdose hat bestimmt auch niemand. Gretel, was ist denn der Hänsel da? Ohne Frühstücksdose das Butterbrot zwischen den Heften? Sie macht eine ELUSCHDNURG, also Grundschule und Verkehrswerbung. Ja, genau, zum Beispiel ohne Hausaufgaben. Und Rausschmiss hat schönes Hausaufgaben gemacht. Und Gruppe lobt an die Mutter nachmittags für gut gemachte Hausaufgaben. Ihr seid total blöd. Das ist ein Lob. Echt? Wenn der ELUSCHDNURG alles verkehrt herum ist, dann ist ihr seid blöd ein Lob. Sonst ist mir zu schwierig. Wir wollen lieber auf die Grundschule. Hänsel und Gretel, die treffen eine Frau. Nur wie sie reden, daraus wird niemand schlau. Karamschi, Buffinatze, ELUSCHDNURG, Buffinatz. Was ist denn das für ein fremdländischer Satz? Gretel, jetzt denk doch mal nach. Wenn in der ELUSCHDNURG eine Schulstunde nur 10 Minuten dauert, dann musst du über 20 Jahre auf die ELUSCHDNURG gehen. Dann bist du eine alte Frau. Na und ist doch egal. Taramschi, Buffinatze, Kaluppe. Was hat die gesagt? Weiß ich nicht. ELUSCHDNURG ist Frau Libre. Hat die gerade ELUSCHDNURG gesagt? Die spricht rückwärts. Das ist eine Lehrerin von der ELUSCHDNURG. Guten Tag. Mit der musst du rückwärts sprechen. Wie denn? Topftrapsch. Alle Tunwalker, ELUSCHDNURG in der Leinwand. Was hat sie gesagt? Weiß ich nicht. Sie ist froh, dass sie in der ELUSCHDNURG arbeitet und freut sich schon, wenn du kommst. Und was ist, wenn sie das genau verkehrt herum meint? Hänsel, ich glaube, ich überlege es mir nochmal. Hänsel und Gretel, der Vater sich bald naht. Denn er ist fertig im Sekretariat. Die Direktorin freut sich, erst Lester mag sie sehr. Nur unsere Gretel tut sich noch immer schwer. Hänsel und Gretel, ich bin wieder da. Papa, hast du mich auch angemeldet? Aber natürlich, dich und dein Bruder. Dann bekomme ich doch eine Schultüte. Aber natürlich. Denn in der ELUSCHDNURG gibt es nämlich keine. ELUSCHDNURG, was soll das denn sein? Mensch, Papa, ELUSCHDNURG e.V. Rahmen, das ist Grundschule und Verkehrswerbung. Stimmt's, Gretel? Mann, du Hänsel, hör damit auf. Hänsel, ich hab dich doch gesagt, du sollst mich ärgern. Aber sie hat angefangen. Schluss, ich will nichts mehr hören.